Ich begrüße euch heute zu Inside ein Lebewohl, der zweitlängste Song auf dem Album und es ist bislang auch der langsamste Vado-Song mit 130 BPM. Wir haben ein paar kleinere Tonartwechsel, meistens von D-Moll zu A-Moll und wieder zurück. Tempowechsel oder Taktwechsel gibt's hier nicht im eigentlichen Sinne. Das Lied hat insgesamt eine sehr melancholische Stimmung. Es soll ein eher trauriges Gefühl vermitteln mit einem kleinen Fünkchen Hoffnung, denn dieses Lied ist geschrieben in Gedenken an unseren guten Freund Eddie. Er ist leider am 1. Juli 2017 an Krebs gestorben. Das hat uns alle extrem hart getroffen. Das wissen wahrscheinlich nicht alle, aber wir hatten sogar mal Pläne, dass Eddie bei uns an der zweiten Gitarre mit einsteigt. Eddie ist vielen bestimmt auch als Gitarrist von Wolfchant bekannt gewesen. Die Melodie des Refrains war bereits 2014 fertig. Es war ähnlich zu dem, was ich euch bei A New Dawn gesagt hatte. Die Idee habe ich auch nachts kurz vor dem Einschlafen bekommen. Vollkommen andere Tonart, sollte auch ein ganz anderes Lied werden. Der Song hatte den Working Title Those Were the Days. Zunächst gab es ein Intro auf der Oktavmandoline, doch das haben wir am Ende weggelassen. Ich habe leider keine Aufnahme, die ich euch zeigen kann. Ein Lebewohl ist bis jetzt auch der erste und einzige Song, den ich selbst komplett auf Saiteninstrumenten, hauptsächlich auf der akustischen und auf der E-Gitarre geschrieben habe. Meine Fähigkeiten bei den beiden Instrumenten sind leider sehr begrenzt. Ich möchte euch trotzdem nicht vorenthalten, wie eine ganz alte Demo-Version davon mal geklungen hat. Ihr merkt schon, tight eingespielt geht anders. Es war nur, um das mal festzuhalten. Was mich daran selbst erstaunt hat, war, dass es musikalisch weit weggeht von dem, was wir bisher gemacht haben. Insofern, dass es sehr viele Drones beinhaltet. Also man kennt das zum Beispiel aus Stoner Rock oder Doom Metal. Hätte ich selbst nie gedacht, dass ich sowas mal zustande bekomme. Das Intro war aber dann sehr langwierig. Ich habe dann die cleane Gitarre weggelassen und habe das stattdessen mit der Oktavmandoline gespielt. Wir haben auch einen kompletten Umschwung weggelassen, der das Lied zum Epischen hin kippen sollte. Es hat stimmungsmäßig nicht gepasst. Der Stefan hatte sich vor längerem schon einen sehr sphärischen Sound an seinem Camper-Amp gebastelt. Der Sound besteht im Endeffekt aus diversen Delays, diversen Hallformen, die auch nicht aufhören, klingen ewig lange nach. Der Norbert hat auch einen sehr interessanten Weg gefunden, einen pulsierenden Rhythmus unterzubringen. Ich finde, es klingt nach einem Herzschlag. Es ist sehr simpel, einfach nur der Grundton. Aber ihr hört das vor allem in Kombination auch mit den Gitarren. Der Riff baut sich langsam auf und dann slidet der Norbert mit einem Cello ein. Ein Lebewohl
Lebewohl dürfte auch einer der einzigen Songs sein, bei dem man wirklich von Keyboards sprechen kann. Also hier sind auch Synthesizer mit drin, die man nicht immer raushört. Und auch der Gitarrenriff in der Strophe ist sehr einfach, sehr simpel gehalten. Der Max spielt einen eher simplen Rhythmus, der sich aber durch viele Betonungen in Verbindung mit den Gitarren und dem Riff auch auszeichnet. Der Text war sehr schnell geschrieben, das war vermutlich auch die Verarbeitung, und die ersten Textzeilen sind ein Zitat von dem sogenannten Heiligenstädter Testament von Ludwig van Beethoven. Die Vocals sind im Übrigen hier nicht gedoppelt, das ist nur eine einzige Vocalspur in einem Take aufgenommen, und es mag jetzt etwas übertrieben klingen, aber bei den Vocalaufnahmen standen mir durchgehend die Tränen in den Augen. Dieses Selbstbildschirm fallen, so viel um mein Hals. Weil ich und viel seh, jetzt komme ich zur Ruhe. Nach der Strophe kommt ein kurzer Akustikpart. Es ist einmal eine Akustikgitarre von mir eingespielt, relativ einfache Akkorde gestrummt. Dann eine Oktavmandoline, die ist einmal in der Standard-Oktavmandolinen- oder Mandolinenstimmung gespielt, und zwar auf G-D-A-E mit dem Capodaster im 5. Bund. Und dazu eine in der Stimmung, wie ich es auch live spiele, nämlich auf G-D-A-D. Stefan hat auch noch eine Akustikgitarre ergänzt, die eher den Bassbereich abdeckt. Und hier kommt erneut der Charakter des Intros zurück. Stefan spielt Dead Notes ohne wirklich tonalen Inhalt. Sowohl mit E-Gitarre wie auch mit akustischer Gitarre. Norbert ergänzt hier mit dem Cello auch die Betonungen. Da haben wir wieder dieses Herzschlagmotiv. Und juhu, endlich wieder ein Folkinstrument mit dabei. Hier habe ich eine Tin Whistle dazu eingespielt. Der Pre-Chorus ist so das kleine Fünkchen Hoffnung, von dem ich vorhin gesprochen habe. Es klingt sehr uplifting, wie man im Englischen sagt. Hier hört man die Artikulationen von der Tin Whistle relativ schön.
Den Refrain habt ihr vorhin schon mal kurz gehört, in der uralten Vorversion. Er ist sehr synkopiert, das heißt, nicht alle Betonungen liegen ganz genau auf dem Takt. Ich würde euch in dem Fall auch ausnahmsweise mal das Metronom mit anmachen, dass ihr genau hört, was zählt der Takt und was spielt die Band dazu. Bei diesem Lied ist das Orchester eher hintergründig und kümmert sich eher um die Atmosphäre. Also es wäre sinnfrei, euch hier eine Track-by-Track-Analyse vom Orchester zu geben, denn wirklich viel ist bei dem Orchester gerade im Refrain auch nicht. Die einzige Stelle, bei der das Orchester richtig groß zur Geltung kommt, ist der Postchorus. Das Interlude, das jetzt folgt, ist, glaube ich, das ruhigste, das wir bei Varus je in einem Song eingebaut haben. Sogar der Norbert am Bass hört auf und das will schon was heißen. Den Lead-Part übernehmen hier die cleanen Gitarren. Hätte nie gedacht, dass wir mal cleane Gitarren in einem Song haben. Nicht nur der Norbert hört am Bass auf, auch der Max fährt sein Schlagzeugspiel zurück, um den Stefan bei seinen Gitarren zu unterstützen. Es verliert aber trotzdem nicht an Härte, denn es ist zweigeteilt und gleich setzen die Sechzehntel in der Bassdrum ein. Hier hat wirklich der Bass das Sagen. Gut gemacht, Norbert. Der Bass kommt mit diesem Herzschlagmotiv zurück. Viele von unseren älteren Songs sind auf zwei Gitarren ausgelegt, da wir früher auch zwei Gitarristen hatten. Gerade bei Ein Lebewohl, nachdem der Song auf der Gitarre geschrieben wurde, experimentieren wir hier viel mehr mit Akkorden, Umkehrungen und wir brauchen hier streng genommen auch keine zwei Gitarren, denn die Gitarren sind so arrangiert, dass es wirklich mit einer, die bei der Aufnahme natürlich gedoppelt ist, voll und ganz ausreicht. Nach dem erneut ruhigen Riff kommen wir zur Katharsis des Songs.
Und nun kehren wir zur eigentlichen Strophe zurück. Danach kommt noch ein Refrain, der Postchorus und am Ende fadet der Song auf dem letzten Akkord aus. Mir hat persönlich noch etwas gefehlt bei dem Song und im Endeffekt ist das einfach nur nochmal der Postchorus in einer reinen Piano-Solo-Version. Ich mache es diesmal ein bisschen anders. Ich verabschiede mich jetzt schon für euch. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören, wünsche euch noch einen schönen Abend. Lasst uns einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert unseren YouTube-Kanal. Nächste Woche Donnerstag geht es weiter mit Wandel der Zeit und ich schicke euch jetzt einfach mit diesem Klavier-Outro in den Abend.